Märkte arbeiten ja so, dass man vergleicht den Nutzen und die Kosten der am Produktionsprozess direkt Beteiligten. Also wenn ein Kochtopf produziert wird und Sie als Koch neben ihn, dann sind Sie bereit, dafür zu bezahlen. Sie haben den Nutzen und diejenigen, die im Schweiße ihres Antlitzes da das Erz schürfen und den Kochtopf bauen, Ja, die werden auch bezahlt für ja, den Verlust an ja. Freizeit. Nicht? Das ist Genau, das genau. Arbeitsentgelt. Ja. Und wenn der Kochtopf so viel wert ist für Sie, dass Sie die kompensieren können für den Mhm. Nachteil bei der Produktion, den Sie haben, in Mhm. Form von Arbeitslöhnen und Ja. ähnlichen Dingen, dann sollte der Kochtopf produziert werden. Das ist die Stärke des Marktes. Und viele Kochtöpfe und denkbare Güter, Ja, ja. die Ja. man abstrakt für irgendwie sinnvoll halten könnte, werden halt nicht produziert, weil die Zahlungsbereitschaft nicht ausreicht, um diese ganzen Nachteile, die bei der Produktion durch den Schweiß der Arbeiter quasi Ja. entstehen, zu kompensieren. Und deswegen funktioniert der Markt so gut. Liebe Freunde des Energiegesprächs, heute bin ich bei Professor Hans-Werner Sinn. Wir werden uns über Energiefragen unterhalten. Hans-Werner Sinn ist als Gründer oder als Weiterentwickler des IFO-Instituts sehr bekannt und durch seine Thesen auch sehr bekannt geworden und hat auch in aktueller Zeit über Energiethemen publiziert. Und wir werden uns da ein bisschen darüber unterhalten. Er ist auch in vielen Medien bekannt geworden. Der Independent hat ihn sogar unter die 10 wichtigsten Leute zu dem Thema Volkswirtschaft eingeordnet, weltweit. Ich fange mal an. Sie haben ein schönes Buch geschrieben, Auf der Suche nach der Wahrheit. Was hat Sie motiviert oder wie finden wir die Wahrheit, was Sie in Ihrer Biografie uns darstellen? Naja, also die Antwort des Buches ist, es gibt keine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten, aber äh, es gibt Teilwahrheiten, es gibt richtige Argumente und falsche Argumente. Und das ist, sagen wir mal, die Leistung unseres Faches Volkswirtschaftslehre, dass in dieser emotionalen öffentlichen Debatte über auch wirtschaftliche Zusammenhänge dann man wenigstens sich einigen kann über korrekte Argumente und falsche Argumente. Das heißt nicht, dass alle Ökonomen im Endeffekt zu einem politischen Sachverhalt, der ja viele Facetten hat, das gemeinsame Endurteil fällen. Mhm. Aber die Teilargumente, die sie bringen, Ja. sozusagen, und dann abwägen, diese Teilargumente müssen richtig sein. Und die Abwägung hat viel Subjektives, weil es ja auch darum geht, wichtige Aspekte des Geschehens von unwichtigen zu unterscheiden. Wir haben ja die Wahrheit, also die ist ja nie eine endgültige Wahrheit. Wir haben aber auch die Suche. Was ist ein gutes Verfahren zu suchen? Wie suche ich richtig? Naja, das hängt davon ab, was ich finden will, was mich interessiert. Ähm, In der Wissenschaft hat man ja also viele rein theoretische Zusammenhänge. Ja. Da gibt es irgendwelche Theorien, die vielleicht Defizite haben. Das will man aufdecken und korrigieren. Da sucht man nach richtigen Lösungen. Das hat Mhm. sehr mathematischen Charakter. Ja? Ja. Also unser Fach ist im Grunde auch in der Theorie sehr mathematisch und ein junger Volkswirt betreibt doch sehr viel Mathematik. nackte Mathematik, ja, Ja. oder Ökonometrie. Ähm, Später im Leben äh, lernt man etwas hinzu, was man dann an der Uni nicht so lernt, den Blick auf die Realität. Ja, man beschäftigt sich mit ganz konkreten Mhm. Themen von wirtschaftspolitisch relevanten Ereignissen und taucht in die Details ein und versucht, die Komplexität des gesamten Geschehens zu verstehen. Das geht dann einen Schritt weiter, das lernt man nicht. Das lernt man insbesondere deswegen als Volkswirt nicht, weil man ja auch nicht betriebswirtschaftlich in der wirklichen Wirtschaft tätig ist. Richtig, Uns geht es ja fast wie den Politikern, die also nie Kontakt so richtig zur wirklichen Wirtschaft Welt gehabt haben, haben. ja. Wir haben das ja immer nur abstrakt Mhm. und dieser Abstraktionsgrad verändert sich und es wird etwas allgemeiner und komplexer, indem wir uns mit empirischen Daten beschäftigen, Mhm. die Teilaspekte der Mhm. Wirklichkeit relativ exakt abbilden, aber dann natürlich auch andere Teilaspekte weglassen, weil es da keine Daten gibt, die aber sehr wichtig sind und das Mhm. muss man auch irgendwie erfassen. Also ein guter Volkswirt versucht mit Zahlen zurechtzukommen über die Wirklichkeit, Ja. ähnlich wie die Physiker.
versucht aber dann eben auch die Institutionen der wirklichen Welt, die die Spielregeln für das Zusammenleben der Menschen ausmachen, zu verstehen. Die Gesetze, die Verordnungen, und auch zu verstehen, wie das zustande kommt, dass überhaupt Gesetze und Verordnungen gemacht werden, was der politische Prozess dahinter ist und was die Motivationen sind, die da eine Rolle spielen. Das alles ist Teil des Faches und so kann man sich im Laufe der Zeit allmählich einer komplexeren Wirklichkeit immer mehr nähern. Richtig verstehen wird man es nie, aber die Wirklichkeit ist halt viel zu komplex. Aber die Teilaspekte kann man versuchen zu verstehen. Also wir statten die Studenten ja immer mit einem theoretischen Hintergrund aus, um ihnen sozusagen später in der Praxis ein Gerüst zu geben, um die Sachen einzuordnen. Ist das so ein bisschen die Bewegung, die man da macht? Ja, genau. Das Also, Gerüst, das kriegt man im akademischen Leben mit und dann wird man in die reale Welt entlassen mit all den komplexen Zusammenhängen und kann mit Hilfe dieses Gerüstes doch versuchen, Mechanismen und Wirkungsketten zu verstehen. Und wenn man dann Störungen an diesem Gerüst mit der Realität sieht, dann kann man in das Gerüst ein neues Gitter einbauen, was dann sozusagen die das wäre dann, Theorieerweiterung ist. genau. Es gibt also eine Rückwirkung in beide, auch von der Beobachtung der Realität in die Theoriebildung. Da fallen einem dann theoretische Zusammenhänge auf, die vielleicht vorher noch nicht so bekannt sind, aber vor allem ist es natürlich umgekehrt. Man nimmt die vorhandene Theorie und wendet sie an auf wirtschaftspolitische Zusammenhänge. Und dieses Wechselspiel, also an der Brücke zur politischen Wirklichkeit zu arbeiten, das hat mir also auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und das stand am Anfang meines Studiums, weil ich da einen Professor der Finanzwissenschaft hatte, den ich verehrt habe, Herbert Timm in Münster. Der hat auch Theorie sehr viel gemacht, aber auch immer den Blick auf die Wirklichkeit gehabt, weil er nun auch im finanzwissenschaftlichen Beirat des also im Beirat des Bundesfinanzministeriums war und also insofern die Gesetzeswirklichkeit und die Diskussion dort kannte. Und diese Verbindung war gut. Und dann kam eine Phase in meinem Leben, wo ich dann viel theoretischer wurde und viel abstrakter über ein paar Jahrzehnte und dann ein paar Jahrzehnte wieder hin zurück zu dieser Symbiose zwischen Theorie und politischer Wirklichkeit. Wir sind ja im Energiegespräch und Energie will ich jetzt mal ein bisschen in die volkswirtschaftliche Überlegung einbringen. Wir haben ja in der Volkswirtschaft verschiedene Einflussfaktoren, wann es ein Land gut geht, Faktoren wie Kapitalzins, wie Zahl der Arbeitnehmer oder die Fläche des Landes, also sozusagen Basisfaktoren. Und ein Einflussfaktor ist eigentlich die Energie, das wir als Produktionsfaktor in unserer Gesellschaft haben. Und ich als Physiker bin natürlich jemand, der sieht, dass die Energie das einzige Mittel ist, um Entropie zu reduzieren, um Struktur zu bilden. Wie denkt die Volkswirtschaft, also wenn man das so darstellen kann, über diesen Einflussfaktor Energie, der mir so in den Theorien immer ein bisschen fehlt? Also gefühlt ist der nicht so als Basisfaktor vorhanden. Naja, ist er schon. Die Volkswirte haben Produktionsfaktoren im Auge. Ja? Okay. Dinge, die nötig sind, um sinnvolle Produktion von irgendwas herzustellen. Und das ist einmal die menschliche Arbeit natürlich. Ja. Das ist aber auch der Kapitaleinsatz in Form teurer Maschinen, also die man dafür braucht. Und es ist aber auch die Energie. Und in der Tat, die energiewirtschaftliche Forschung ist ein Teil unseres Faches und hat sich insbesondere natürlich entwickelt seit den 70er Jahren, seit Meadows rauskam, also der Club of Rome mit seiner Wachstumsstudie. Nicht? In 40 Jahren ist das Öl zu Ende und so weiter. Das war damals die These, wenn wir so weiter wachsen. Da kam diese ganze Energiefrage deutlicher heraus und es hat dann auch in der Theoriebildung über intertemporale zeitliche Wachstumsmodelle mit Energie, da
man hat da versucht, sich dieser Realität darzustellen und Erkenntnisse zu gewinnen. Man hat dann also auch die Meadows-Studie relativiert, weil ja kein proportionaler Zusammenhang zwischen der Wirtschaftstätigkeit und dem Energieverbrauch ist. Man kann Energie substituieren durch Kapital. Man kann also bessere Maschinen machen, die weniger Energie brauchen, nicht? Okay, die aber teuer sind. Okay, wir haben hier, ja, damit haben wir nämlich eine wichtige Zahl, das ist der Energiepreis. Also, der also Energie ist ja irgendwo ein bisschen vorhanden immer, oder zumindest sind wir in unserer Industriegesellschaft in der Lage, Energiequellen zu nutzen. Aber die Preise der einzelnen Quellen sind ja sehr unterschiedlich. Und jetzt ist sozusagen, wie groß ist der Einflussfaktor von Energiepreisen in eine Volkswirtschaft, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo man also eine sehr hohe Industrialisierung hat? Ich kann mir vorstellen, dass das von den Volkswirtschaften sehr abhängt. Da gibt es, wenn ich Tourismus betreibe, ist es vielleicht niedriger der Faktor, wie wenn ich Rohstoffe produziere oder nicht, also nicht energetische Rohstoffe. Natürlich. Ja, Deutschland ist sehr industrielastig. Wir haben grob gesprochen 20% unserer Wertschöpfung in der Industrie. Frankreich hat nur 10%, mal den Unterschied zu nennen. Und die Räder der Industrie werden halt mit der Energie bewegt. Und viele Prozesse in der Industrie sind sehr energieintensiv selbst. Die ganze chemische Industrie braucht wahnsinnig viel Energie. Und insofern kann man die Wertschöpfung dort nur mit billiger Energie realisieren. Und wenn die nicht da ist, dann wandert entweder diese Industrie selber ab, Stichwort Auslandsinvestitionen, Verlagerung von Arbeitsplätzen, oder die ausländische Konkurrenz, die kleinere Energiekosten hat, wächst schneller und verdrängt die heimische Industrie von den inländischen Märkten und erst recht von den Weltmärkten. Wir haben ja nun beim Energiepreis neuerdings, muss man fast sagen, ja den zweiten Faktor der Verfügbarkeit. Also wir sind ja eigentlich in der lange Zeit von diesen Basiskraftwerken ausgegangen. Wir haben also Baseload-Energiequellen, zumindest im Strom. In den anderen Bereichen ist das ja nicht so kritisch, weil wenn ich hier, Gas haben wir jetzt auch gelernt, das ist vielleicht temporär nur verfügbar. Die Verfügbarkeit, die also irgendwie von 99,9% mal existierte, kann sein, dass man die in den nächsten Jahren zumindest Versuche gibt, dass man die deutlich runtersetzt, beziehungsweise man korreliert das mit dem Preis. Ja, man kann das ja nicht runtersetzen, weil die Energie schlecht speicherbar ist, so gut wie nicht. Genau. Natürlich gibt es theoretische Speichermöglichkeiten, aber das ist relativ zu dem Verbrauch ein Klacks und wird auch auf absehbare Zeit unbedeutend bleiben in Relation. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass die Energie dann zur Verfügung steht, wenn man sie braucht. Die Energie muss regelbar sein. Ja, die Leute stehen des Morgens auf, die Fabriken fangen an zu arbeiten, plötzlich ist da ein riesiger Energieverbrauch, die Leute kochen ihre Eier und andere Dinge und dann des Nachts ist wieder weniger. Nicht? Und auch in der Mittagspause ist nicht so viel. Und so gibt es also typische Schwankungen während des Tages im Verbrauch. Auch im Wochenrhythmus und im Jahresrhythmus. Im Winter müssen wir heizen und im Sommer halt nicht und so weiter. Also das bedeutet, dass die Energieverbrauchskurve ziemlich volatil ist. Die schwankt über das Jahr und die schwankt über die Stunden hinweg eines Tages und so weiter. Gibt es verschiedene Frequenzen. Und genauso schwankt auch manche Energie. Da sind wir bei der grünen Energie, die wetterabhängig ist. Wenn die Sonne scheint, gibt es halt photovoltaischen Strom und wenn sie nicht scheint, nicht. Und das Gleiche gilt für den Wind. Und wenn weder Wind noch Sonne ist, dann haben wir nichts. Ne? Dann muss aber trotzdem die Nachfrage bedient werden. Wenn jetzt eine Korrelation vorläge zwischen dem Wetterstrom und dem Verbrauch, dann wäre es gut, eine positive, aber die ist leider nicht wirklich gegeben. Zum Teil gibt es Korrelationen, positive, aber zum Teil gibt es auch negative und das hat also wenig miteinander zu tun und das bedeutet, dass wir hier ein Problem haben. Wir brauchen eigentlich einen regelbaren Strom für den volatilen Verbrauch, der immer dann angestellt wird, wenn der Verbrauch hoch ist und runtergefahren wird, wenn es möglich ist. Und wenn wir jetzt grünen Strom haben, dann brauchen wir auch nochmal eine Regelkapazität, um den zu kompensieren. Wir haben eine zweite neue Last auf unser Netz, nämlich das nicht vorhandene Strom oder die daraus folgenden Produkte. Und das ist wichtig, sich klar zu machen, die grüne Energie kann nicht alleine existieren. Sie braucht immer die regelbare konventionelle Energie an ihrer Seite.
Das kann also ein Kohlekraftwerk, es kann ein Gaskraftwerk sein, es kann sogar ein Atomkraftwerk sein, wobei das Gaskraftwerk in der Lage ist, so kurzfristige Schwankungen innerhalb einer Stunde oder von alle 5 Minuten sogar regelbare Kraftwerke. Ja, das kann natürlich das Kohlekraftwerk nicht, das kann nur langsam hochfahren, langsam runter, weil sonst der Kessel kaputt geht, und das Kernkraftwerk schon mal rein gar nicht. Aber die längeren Wellen, es gibt ja auch Frequenzen, die gehen über die Wochen und die Monate und die Saison hinweg, die kann man sehr wohl auch ausgleichen mit Atomkraftwerken. Also das sind alles regelbare Energien, die als Komplement der grünen wetterabhängigen Energien unerlässlich sind. Und wenn wir jetzt viel mehr grünen Strom haben wollen, ja, dann brauchen wir leider auch viel mehr Kapazität für konventionelle Stromquellen. Wir brauchen nicht notwendigerweise mehr Kohle und mehr Gas, wir brauchen mehr Kraftwerke, aber wir brauchen die Kraftwerke, die da zur Verfügung stehen. Ja. Nicht? Wenn jetzt die Autos elektrisch fahren sollen und die Heizungen auch alle mit Wärmepumpen elektrisch letztlich plus Verschvielfältigungsfaktor, aber letztlich elektrisch laufen, dann brauchen wir auch mehr konventionelle Kraftwerke, die die Lücken füllen, die bei Dunkelflauten entstehen. Das ist ein Aspekt, den haben Politiker nicht so sehr auf dem Schirm, und der wird auch in der öffentlichen Debatte unterbelichtet. Da kommt man nämlich zu einer Problematik, wie kann eigentlich in einer funktionierenden Marktwirtschaft sowas gut geregelt werden? Also wir haben ja normalerweise immer Marktsignale, die dann die entsprechenden Ausrüstung, also zusätzliche Gaskraftwerke oder zusätzliche vielleicht auch Kernkraftwerke, wenn man nicht übergeordnete Abregelungen macht, sozusagen über Gesetze, wo das versucht zu regeln, wo dann der Markt auch ein Optimum findet. Und jetzt haben wir also ja in diesem Land also die Situation, dass bestimmte Energiequellen sehr unterschiedlich politisch bewertet werden. Also offiziell wird Braunkohle zwar schlecht bewertet, weil man sagt viel CO2, in Wirklichkeit ist aber die Subvention oder die Erlaubnis, da viel auszugraben, doch erstaunlich hoch. Das heißt also, funktioniert hier der Markt der Energiequellen nicht richtig, oder ist die Steuerung oder sagen wir mal der Marktmechanismus schlecht, der Industrie die Möglichkeit gibt, die richtigen Kraftwerke zu installieren, um einen günstigen Energiemix aufzubauen? Ja, der Markt ist ja ziemlich außer Kraft gesetzt durch das Einspeiseprivileg. Alles, was grün ist, darf auf jeden Fall rein ins Netz und verkaufen. Und die Frage stellt sich gar nicht, ob da ein Bedarf dafür da ist oder nicht. Die anderen müssen sich dann anpassen. Wenn die Sonne scheint, müssen die anderen zurück. Das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch, nur wäre es gut, es gäbe hier Preissignale, die das steuern würden, wann der grüne Strom reinkommt und nicht. Und dann müsste man aufgrund dieser sich ergebenden Preise als Investor prüfen, ob sich die Investition lohnt. Also ich will hier keinesfalls gegen grüne Energien sprechen. Nicht? Das ist im Gegenteil. Also es ist sehr, sehr sinnvoll, auch unseren Energiemix zu verbreitern und in Zukunft viel mehr grüne auch wetterabhängige Energien hier einzubeziehen, oder obwohl sie wetterabhängig sind, sie einzubeziehen. Aber wie viel und in welchem Mix und wie die Lieferverträge aussehen, das muss alles der Markt hervorbringen, und das kann nicht die Politik anordnen. Ja, vielleicht einmal mir kommt es immer vor, als ob die Wende oder bestimmte diese Gesetze auch nicht zu Ende gedacht sind. Wenn wir uns einmal Beispiel überlegen, wir haben jetzt also diese sehr viele Solarenergie installiert, so viel wie unsere aktuelle Regierung plant, also über 100 Gigawatt oder vielleicht sogar 200. Und wir haben aber in Deutschland eine typische Last von 70 Gigawatt. Also wir hätten jetzt einen schönen sonnigen Tag. Es werden 200 Gigawatt produziert, werden aber nur 70 benötigt. In der jetzigen Marktsituation müssten also dann 60% weggeworfen werden und trotzdem bezahlt werden. Aber das ist natürlich auf Dauer nicht haltbar. Das heißt, wie würde ein Markt funktionieren, in dem nun tatsächlich so viel Erneuerbare mit Grenzkosten null existieren? Aber jeder jetzt natürlich sagt, ich hätte ihn gerne verkauft, meinen Strom. Negative Preise verbieten sich ja hier, weil wenn ich meine Solarzellen negativ, dann schalte ich sie sofort ab. Das will ich nicht. Wie kann sich dann da überhaupt ein Preis bilden in einem
nicht Grenzkosten begrenzten System mit so viel Photovoltaik? Ja, wieso? Auch negative Preise sind Marktpreise. Also wir haben ja Ja, negative die Preise. Wir haben entstehen ja, also weil viele Stunden im Jahr, wo der Preis negativ das ist. ist aber nur ökonomisch, weil die Kohlekraftwerke natürlich keine Lust haben abzuschalten wegen einer halben Ja, Stunde. das geht eben nicht so Ja, schnell. ja. Ne? Dann ergibt sich ein negativer Preis und dieser Preis muss eben so kalkuliert werden von den Beteiligten, wie er ist. Also ein Marktmechanismus wäre im Prinzip in der Lage, auch Preise für minütliche, stündliche, tägliche Kontrakte zu machen, Kontrakte, die im Vorhinein ein Lieferversprechen geben. Okay. Ja? Ja. Das alles lässt sich bepreisen und daraufhin müssten dann die Anbieter sich überlegen, ob sich etwas lohnt oder nicht. Aber im Moment haben wir die Situation, dass die Gaskraftwerke zum Beispiel immer diese Lückenbüßerfunktion erfüllen sollen und dafür nicht bezahlt werden, weil die grünen Anlagen jederzeit rein dürfen, auch wenn überhaupt kein Bedarf ist. Und Sie haben zu Recht gesagt, wir kriegen, wenn wir den Anteil des grünen Stroms ausbauen, immer mehr überschießende Spitzen. Das heißt also, die Produktion ist immer häufiger höher als überhaupt der Bedarf. Und dann gibt es noch andere Länder, die kann man ja auch mit einbeziehen in einem europäischen Verbund, aber die haben das gleiche Problem und das Wetter ist halt korreliert in Westeuropa. Ja? Das ist so, dass die anderen das auch nicht haben wollen. Also in dem Bereich, was wir per Netz versorgen können, wir können ja Strom nicht beliebig weit liefern, haben wir korreliertes Wetter. Das ist ein Zufall, die Physik liefert es zufälligerweise so, dass der Strom so weit reicht wie das Wetter. Ungefähr. Gut, und dann stellt sich die Frage, ob man Speichertechnologien hat. Ja, auch das würde ein Markt lösen. Also es gibt ja Speichermöglichkeiten, man kann Wasserstoff produzieren mit dem überschüssigen Strom und das kostet natürlich eine Menge Geld. Die Anlagen kosten Geld und dann kann man mit dem Wasserstoff wieder Strom machen zu anderen Zeiten, wo also ein hoher Bedarf ist. Dann kann ich die refinanzieren, diese Anlage. Ja, oder auch nicht. Und ob sich das lohnt oder nicht, auch das entscheidet der Markt in der Marktwirtschaft. Es ist nicht eine Sache der Politik, so etwas anzuordnen. Das können die gar nicht. Ja. Genau, da kommen wir nämlich in einen Bereich rein, wo wir hier in Deutschland sehr gut sind. Also wir haben ja von der Politik zwei Regelmechanismen, ganz grob gesagt. Das eine sind die Steuern, die können also auf bestimmte Themen Steuern erheben. Ökosteuer wird das dann gerne genannt. Und ich kann als Politiker, weil ich ja die Hoheit habe, auch Verbote aussprechen. Ich kann sagen, eine Heizölheizung wird verboten oder Kernenergie wird verboten oder was auch immer, ohne jetzt zu sagen, ob das in irgendeiner Weise genau richtig ist. Da kann man sicher diskutieren. Aber es sind zwei verschiedene Mechanismen, also die Steuer und das Verbot. Was ist eigentlich volkswirtschaftlich hilfreich und in der Marktwirtschaft hilfreicher einzusetzen als Werkzeug in der Politik für funktionierende Märkte? Lieber ein Verbot oder lieber ein Der vorhin eingangs zitierte Herbert Timm aus Münster, der noch lange tot ist, hat uns als jungen Studenten schon beigebracht, also Wirtschaftspolitik mit Geh- und Verboten zu machen, ist das Letzte, was man tun sollte. Okay. Das ist auch gar keine Ordnungspolitik, weil Ordnungspolitik ja nicht mit Geh- und Verboten arbeitet, sondern den Rechtsrahmen setzt für private, freie Entscheidungen. Und er sagt, besser ist es, dann mit Steuern und Preisen zu agieren. Der Staat darf Preisstrukturen ändern, wenn es sogenannte Externalitäten gibt. Also die Märkte sind nicht in der Lage, das Umweltproblem richtig zu erfassen. Märkte arbeiten ja so, dass man vergleicht den Nutzen und die Kosten der am Produktionsprozess direkt Beteiligten. Also wenn ein Kochtopf produziert wird und Sie als Koch neben ihn, dann sind Sie bereit dafür zu bezahlen. Sie haben den Nutzen und diejenigen, die im Schweiße ihres Antlitzes da das Erz schürfen und den Kochtopf bauen, die werden auch bezahlt für den Verlust an Freizeit. Nicht? Genau, das ist das Arbeitsentgelt. Und wenn der Kochtopf so viel wert ist für Sie, dass Sie die kompensieren können für den Nachteil bei der Produktion, den Sie haben, in Form von Arbeitslöhnen und ähnlichen Dingen, dann sollte der Kochtopf produziert werden. Das ist die Stärke des Marktes. Und viele Kochtöpfe und denkbare Güter, die man abstrakt für irgendwie sinnvoll halten könnte, werden halt nicht produziert, weil die Zahlungsbereitschaft nicht ausreicht, um diese ganzen Nachteile, die bei der Produktion durch den Schweiß der Arbeiter quasi entstehen, zu kompensieren. Und
Deswegen funktioniert der Markt so gut. Aber er funktioniert auch nur so gut, wie Kosten, die anfallen, auch internalisiert sind durch Geldzahlungen, die der Unternehmer leisten muss zur Kompensation der Wegnahme von Freizeit, von Ressourcen, die anderweitig verwendet werden können. Das passiert gerade bei der Umwelt nicht. Die Umwelt ist eben ein allgemein verfügbares Gut. Der Platz in der Luft für das CO2 ist begrenzt, wenn Sie so wollen. Ja, weil und insofern müsste man dafür einen Preis zahlen. Das ist aber ein Preis, den die Marktwirtschaft nicht in der Lage ist, herbeizuführen. Und das erklärt, warum wir Wirtschaftspolitik hier brauchen und Umweltpreise. Also in dem Fall würde man eben entweder über Besteuerung bzw. über Zertifikate oder was. Wir können das CO2 kommt noch als Thema. Ja. Eine andere Problematik, weil wir nochmal bei dem Bedarf der Wirtschaft an Energie sind. Es gibt jetzt den Vorschlag der Regierung, die sagt, wir machen einen fixen Strompreis für die Wirtschaft, weil wir wissen, die Wirtschaft wird mit sehr hohen Strompreisen hier leiden und das, was dann an Differenz entsteht, zahlt der Steuerzahler letztendlich halt drauf. Also es gibt da diese 7 oder 9 Cent pro Kilowattstunde, die da im Raum schweben. Hilft es wirklich der Wirtschaft, wenn ich sage, wir führen jetzt fixe Strompreise für Industrieunternehmen ein? Ja, das hilft der Wirtschaft zwar natürlich, den Unternehmen, die da profitieren, aber es hilft nicht der Volkswirtschaft als solcher, denn die besteht aus den Menschen, die da wohnen und die einen Lebensstandard haben wollen. Genau, ja. Also es macht doch gar keinen Sinn, Industrieprodukte in die Welt zu liefern, die unter Preis, unter Produktionskosten abgegeben werden, nicht? Ja. Weil man sie subventioniert. Mit jedem Gut, das man an die Welt scheinbar verkauft, verschenkt man ja auch etwas und man wird ärmer statt reicher. Also das kann es nicht sein. Sondern das Hauptgesetz der Volkswirtschaftslehre, wofür letztlich ja auch die ersten Nobelpreise an Arrow und Debreu vergeben wurden, ist das Gesetz des einen Preises. Genau. Nicht? Auf einem Markt gibt es nur einen Preis für alle Nutzer und dieser einheitliche Preis sorgt für eine effiziente Allokation der Ressourcen. Das ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema und das jetzt hier im Fernsehen zu erläutern, aber Sie können mir glauben, das ist der Kern dessen, wofür dieser Nobelpreis da vergeben wurde. Ja? Das Gesetz des einen Preises. Und die Volkswirte sind sich doch ziemlich einer Meinung, dass das nicht sein darf. Auch verschiedene Beiräte haben sich schon ausgesprochen gegen diese Vorstellung, spezielle Industriepreise zu haben. Schließlich machen wir es so wie Japan. Japan hat die Welt mit wunderschönen Elektronikgeräten versorgt. Hier im Hintergrund sehen Sie auch japanische Kameras, nicht nur deutsche. Ja. Ich habe die mal gesammelt, wunderschön. Ja, schön, ja. Aber wessen Wohlstand stieg? Der Wohlstand der Japaner? Nein, der Wohlstand der Nutzer, die diese schönen Geräte hatten. Ja. Die Japaner haben ihre Industrie immer subventioniert und künstlich verbilligt, mit der Folge, dass also nicht genug Lebensstandard entstanden ist. Japan ist Hochtechnologieland und die Leute leben in ärmlichen Verhältnissen. Sie müssen sich mal einen normalen Angestellten in Tokio anschauen, wie der lebt zu Hause. Da laufen Sie rückwärts wieder raus. Jeder Sozialhilfeempfänger in Deutschland lebt besser. Also die Steuerung mit festen Preisen ist fast immer eine Sackgasse. Also das kann man, glaube ich, wirklich verstehen. Also die Steuerung mit Preisen ist besser als eine Steuerung mit Geh- und Verboten. Ist viel feinfühliger. Wenn es einen CO2-Preis gibt, überlegt jeder genau, kann ich vielleicht noch CO2 einsparen, indem ich diese oder jene technische Einrichtung bei mir einbaue? Oder ist diese Einrichtung zu teuer und bezahle ich lieber den CO2-Preis? Und so kommt es dazu, dass alle Nutzer sich am gleichen Kriterium orientieren und dann wirklich die kostengünstigsten Methoden der CO2-Einsparung in der Volkswirtschaft gesucht werden, in einer Art und Weise, wie kein Politiker das auch nur ansatzweise jemals vermöchte. Ja. Der hat ja das Wissen überhaupt nicht. Er kennt die Produktionstechniken nicht, er kennt die technischen Möglichkeiten zu substituieren vor Ort überhaupt gar nicht. Ja. Das ist ja alles sehr, sehr schwierig. Das wissen ja noch nicht einmal Leute, die neben einer Firma wohnen und sie jeden Tag sehen, was da für Möglichkeiten sind. Wie soll der Politiker in Berlin das jemals auch nur ahnen, welche Möglichkeiten es gibt? Wir haben ja eine hochkomplexe Industriewirtschaft, Gesellschaft, in der eben ganz viele Wechselwirkungen sind. Jetzt aber gehen wir mal auf dieses CO2-Problem ein bisschen in die Tiefe rein. Also erstmal, wir haben hier ein CO2-Problem, weil wir mit dem CO2 in der Atmosphäre die Erdatmosphäre oder sagen wir die Erdoberfläche letztendlich erwärmen.
Der physikalische Prozess ist relativ trickreich, selbst für einen Physiker ist man überrascht, wie kompliziert die Prozesse sind. Aber es ist unbestritten, dass die Einspeisung und die Anreicherung von diesem Abfallprodukt CO2 die Temperatur verändert. Und es ist natürlich auch unbestritten, dass die Temperaturveränderung Veränderung für die Menschen bedeutet. Nun wäre ja es sehr schön, wenn wir in die Zukunft gucken könnten, wie schaut es nach 50 Jahren aus, wenn wir so weitermachen und dann sagen, okay, nochmal zurück den Film, wir machen das neu. Wir müssen aber das Risiko einschätzen in ein unbekanntes Territorium. Wir wissen nicht genau, was passiert, wenn wir jetzt den CO2-Gehalt um nochmal 50% anheben oder die Temperatur statt 2, 3 Grad oder was auch immer anheben. Wie geht man mit so einem Risiko ein? Wie kann man das einschätzen? Wie kann das ein Markt aufnehmen? Oder mit welchen Mechanismen können wir da vorgehen, um diese Einschätzung des Problems hinzubekommen? Ja, das schafft eben der Markt nicht. Da gibt es keine wirklichen Mechanismen. Der Markt kann in Teilbereichen eingesetzt werden, wenn wir jetzt einen weltweiten Emissionshandel hätten und würden dann aber vorgeben politisch, wie viel emittiert werden darf. Ja. Weil diese Entscheidung kann der Markt nie treffen. Dann kann aber zumindest der Markt darüber entscheiden, wer, wo, wann, was einspeisen kann, indem eben dieser einheitliche Weltpreis für die Emissionszertifikate sich herausbildet. Dann könnte man ja auch international handelbar machen. Ja, und so gehen wir weiter. mal davon aus, eine Idealwelt. Also das ja. ist so ein Hybridmodell, ja, wo ich einmal die politische Grundsatzentscheidung habe, wie viel CO2-Ausstoß wollen wir noch zulassen, und dann die zweite Entscheidung, wie soll die Einsparung an CO2 weltweit alloziert werden? Wer soll wie viel tun? Das kann die Politik nicht, und das könnte der Markt tun, indem er eben CO2-Preise dann bildet. Aber immer unter der politisch vorgegebenen Voraussetzung, so und so viel in der Summe und so viele Zertifikate gibt es nur. Ja, also das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir eben diese Zertifikate in die Welt setzen, dann müssen wir immer sozusagen einen Startpreis angeben. Ich meine, das Verschenken von Zertifikaten ist begrenzt sinnvoll. Wir müssen irgendwo mal sagen, also uns ist die eingesparte Tonne, ich sage jetzt mal den Wert, 60 Euro oder Dollar pro Tonne wert, und daran können wir jetzt das messen. Oder wir können eine Menge vorgeben. Wir können sagen, wir akzeptieren so und so viel Gigatonnen CO2 pro Jahr und ihr könnt euch die dann untereinander verhandeln. Ja, nur Letzteres macht, glaube ich, Sinn, weil wenn man da Preise setzt, dann müsste man ja auch das Wissen haben, wie die Wirtschaft darauf reagiert. Und das hat man ja nicht. Man kann also nur die Mengen vorgeben weltweit, und dann bildet sich der Preis endogen. Okay, der wird sich bilden. Das ist also, wie gesagt, die Frage ist dann, die Menge vorzugeben aufgrund einer Risikoeinschätzung, die aber dann sozusagen außerhalb des Marktes passiert. Ja, das ist sozusagen, was ist IPCC oder wer auch immer dann ermittelt, um ein Level zu haben, wo man sagt, das ist verträglich für unsere Welt. Ja, dass das IPCC dann nur kann, aber Sie haben recht, es müssen also naturwissenschaftliche und ökonomische Erwägungen da eine Rolle spielen, denn es ist ja auch ein ökonomisches Problem, wie wir mit dem knappen Vorrat an CO2-Kapazität in der Atmosphäre umgehen. Das ist ein zutiefst ökonomisches Problem, auch wenn es hier keine Märkte gibt. Oder gerade weil es keine Märkte gibt. Ja, das ist ganz schwierig, da die richtige Entscheidung zu treffen. Also da kommen wir aber um die Politik nicht herum. Ja, aber das ist letztendlich eine politische Entscheidung, muss man auch mit anderen Leuten, also wie gesagt, gehen wir aber jetzt mal davon aus, wir sind der Meinung, wir brauchen eine kontrollierte Menge der Emissionen, was man ja normalerweise in der Umweltpolitik hat. Man akzeptiert eine bestimmte Menge, wie viel da aus dem Kamin rauskommt, also auch bei anderen Giftstoffen. Man hat ja eigentlich die auf Null geschaltet, man hat dann bestimmte Limitierungen oder ja. Jetzt haben Sie beschrieben ein Phänomen, wenn ich diese Limitierung regional durchführe, also zum Beispiel in Deutschland, beziehungsweise wenn ich androhe, das zu limitieren, dann passiert was ganz Merkwürdiges, dass nämlich die Eigentümer der Ressourcen bereit sind, zu niedrigeren Preisen schon vorab große Mengen auf den Markt zu werfen. Also dieses grüne Paradoxon, dass also ich sage jetzt mal, die Prinzen in den arabischen Ländern oder wo auch immer diese Rohstoff Öl oder die anderen Rohstoffe, aber bleiben wir mal beim Öl, weil das relativ überschaubar ist für uns, sind bereit, zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Wie kann ich es erreichen, dass das strecken, und zwar so strecken, dass es sinnvoll und ökonomisch, marktwirtschaftlich sinnvoll wird?
Ja, das ist eben ein schwieriges Thema. Die Ankündigung von grüner Politik in der Zukunft empfinden halt die Ölscheichs als eine Kriegserklärung, nicht, gegenüber ihrem Geschäft. Und als Reaktion versuchen sie vorher zu verkaufen. Dann fallen die Preise und die Welt verbraucht dann auch entsprechend mehr. Das ist ein Phänomen, das wir beobachten können in den letzten 40 Jahren, würde ich mal behaupten, seit der zweiten Ölkrise. Wir haben ja heute keine höheren realen Ölpreise als damals. Und mit der Inflation ist zwar alles hochgegangen, aber nicht schneller als die Inflation. Man würde aber denken, dass bei so knappen Ressourcen wie Öl und anderen Dingen und wegen der Umweltexternalität die Preise viel schneller steigen sollten als andere Preise von produzierten Gütern. Das hat aber in der Summe nicht stattgefunden. Und das grüne Paradoxon könnte eine Erklärung sein, dass eben die zunehmende Diskussion um die Notwendigkeit, etwas zu tun, eben den Anbietern einen Anreiz gegeben hat, die Ernte einzubringen, bevor das Wetter schlecht wird. Ja. Das ist das grüne Paradoxon. Ja. Was man dagegen tun kann, weiß ich auch nicht. Dagegen kann man wenig tun. Man muss vielleicht frühzeitig eine glaubhafte Weltenergiepolitik machen, die auch den Anbietern noch einen Anreiz lässt, zukünftig zu verkaufen. Zum Beispiel könnte man ja auch sagen, alles was Chemieproduktion ist und die Verwendung von Öl und anderen fossilen Kohlenstoffen für die Herstellung von Stoffen, das erlauben wir weiter. Dann würde man dieses grüne Paradoxon schon mal abschwächen. Das ist ein Vorschlag, der von Kai Konrad hier vom Max-Planck-Institut in München gemacht wurde. Das klingt interessant, ja. Solche Erwägungen gibt es. Aber im Wesentlichen muss man diese Zögerlichkeit verhindern. Man muss recht rasch zu einer weltweiten Einigung kommen und dann einen glaubhaften und plausiblen Pfad für die CO2-Emissionen vorsehen. Ob das jetzt das IPCC Kohlenstoffbudget ist, so ein hartes Budget oder ein 1,5 Grad oder 2,5 Grad Ziel, da habe ich schon meine Sorgen. Aber das führt jetzt zu weit. Das will ich jetzt auch gar nicht im Detail ja alles angucken. gegriffene Zahlen. Da kann man ja nicht sagen, die sind jetzt naturwissenschaftlich erhärtet. Das ist nicht der Fall. Aber man muss sicher irgendwas tun in der Richtung. Wenn wir noch mal auf ein anderes Phänomen zurückgehen, das, sagen wir mal, einen vergleichbaren Impact hat. Das ist immer gewagt, was zu vergleichen, weil es immer wieder anders ist, die Welt. Aber wir haben in den USA Anfang der 70er Jahre das Phänomen, dass die Kernenergieindustrie eine unglaublich günstige Energiequelle erfunden hat, um das mal so zu bezeichnen. Und es absehbar war, zumindest in den damaligen Zahlen, dass man too cheap to meter, also dass man wirklich sehr, sehr günstig Kernenergie erzeugen kann. Mit der Folge, dass die damals jetzt auch in eine ähnliche Panik geratene Ölindustrie in den USA angeblich, ich war nicht dabei, muss ich sagen, per Lobby, zusammen auch mit grünen Ideen, es geschafft hat, die Kernenergie so lange zu verteuern, bis man wieder seinen üblichen Ölhandel betreiben konnte. Kann man solche Sachen miteinander vergleichen als Phänomen, dass ich also sage, einmal haben wir jetzt diese Angst vor sozusagen von der grünen Politik, die den Ölpreis nach unten treibt, die eine Lobbyarbeit in die Richtung hat. Wir haben das andere Mal die Angst vor einer super billigen Energiequelle, die auch was Ähnliches verursacht hat. Das ist dann praktisch dasselbe Phänomen, weil die grüne Politik würde ja bedeuten, dass man CO2-freie Ersatztechnologien fördert, die dann günstig auf den Markt bringt und in Antizipation dessen wird früher und schneller extrahiert. Ob das jetzt Atomkraftwerke sind oder Windflügel, das macht für das Argument keinen großen Unterschied. Also Sie können im Grunde das grüne Paradoxon auch sehen in der Reaktion der Ölanbieter auf die Atomkraft. In der Tat. Das zeigt sich an vielem. Ein schönes Beispiel dafür ist Guyana. Da hat vor 2 Jahren im Sommer der Energieminister von Guyana Stellung genommen zu den neuen Gasfunden und Erdölfunden, die man da hatte. Genau. Erdölfunden. Und der hat dann gesagt,
Ja, also es ist wunderschön. Wir werden natürlich jetzt versuchen, dieses Öl so schnell wie möglich zu extrahieren, weil in der Zukunft, wir wissen, ist es nicht mehr politisch opportun. Genau, Ja, das da ist wird eben uns das dann genau womöglich die durch eine Politik. Weltgemeinschaft Mhm. verboten. Aber wir haben genauso viel Recht auf Wohlstand. Barack, Ja, oh, irgendwas hieß ja, der. ja, Ich habe ja. den Bharat, ja. In Äh, dem Buch haben Sie das erwähnt, Ja, ja, in ich habe den einem mal aktuellen Paper, zitiert. glaube ich, ja. Ja. Und wir werden das extrahieren, bevor es zu spät ist, nicht? Das Mhm. ist das grüne Macht ja Paradoxon. Ja. aus der sozusagen persönlichen oder aus der innerstaatlichen Sicht natürlich Sinn. Ja. Was heißt das politisch? Das heißt zunächst mal gar nichts. Das ist einfach mal eine empirische Beobachtung und eine theoretische Überlegung, die hier zu berücksichtigen ist. Es heißt, dass man nicht mit dem Säbel rasseln soll, sondern dass man Taten braucht. Jetzt haben wir aber vielleicht ja trotzdem nochmal, wir haben ja nun das Problem des CO2s, wir müssen das lösen, wenn man diese jetzige Zivilisation mehr oder weniger in den Griff kriegen will und nicht eine völlige Runaway-Situation haben will. Wir haben jetzt also verschiedene Ansätze. Wir haben den einen Ansatz, wir schaffen es tatsächlich mit neuen Technologien, Solar, Wind, Kernenergie, ich weiß ja nicht, welche Technologie am Schluss gewinnt, billiger zu sein wie fossile Rohstoffe. Teilweise wird es ja behauptet, dass heute bereits die Solarenergie, zumindest in manchen Staaten, also da wo die Sonne auch wirklich scheint, zumindest während der Produktionsstunden günstiger ist. Also man sagt, in Saudi-Arabien wäre es 1 Cent pro Kilowattstunde, dass wir das sozusagen die aus dem Markt drängt, die CO2 emittierenden Unternehmen. Eine andere Lösung ist eben der Klimaclub, dass sich alle zusammentun und sagen, wir machen das gemeinsame Sache oder der Klimaclub ist ja immer erstmal endlich und dann dehnt er sich aus auf weitere Akteure. Welcher Weg wäre denn, macht Ihnen mehr Hoffnung, dass man hinbekommt? Das weiß ich nicht, aber erstrebenswert ist sicherlich der Klimaclub. Ich habe das ja in meinem Buch 2008, das grüne Ja, Paradoxon, ja. auch gefordert. Nicht? Da Mhm. habe ich es Super Kyoto genannt. Und Das wurde dann später umbenannt von anderen als Klimaclub, ja. ja, also Nordhaus hat ja das Buch besprochen und sehr gelobt. Und der hat dann später diesen Begriff Klimaclub verwendet bei seiner Nobelpreisrede. Und das fand ich sehr richtig, was er da vorgeschlagen hat. Er hat das, den Gedanken vertieft, ja, Mhm. indem er also gesagt hat, wir machen einen Club von gleichgesinnten Ländern und wer nicht mitmachen will, den bestrafen wir durch Ja. Handelssanktionen. Der darf Mhm. gar nicht am Freihandel in diesem Club teilnehmen. Das Mhm. ist eine gute zusätzliche Idee, die er da eingebracht hat. Und ich glaube, nur so geht es. Zu warten, bis die grünen Energien so billig sind, dass es sich nicht mehr lohnt, das Öl aus der Erde zu holen, das geht, glaube ich, nicht, weil es doch sehr, sehr billig ist. Das Öl ist ja schon da. Ja, 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 das ist, Öl muss nicht produziert werden, ja. es ist ja da. Man muss ja nur ein Loch in die Erde bohren und das ist nicht so teuer. Mhm. Also um in den Golfstaaten an das Öl zu kommen, reichen pro Barrel vielleicht 3, 4, 5 Dollar aus, Ja. nicht? Und wir haben einen Ölpreis manchmal von über 100 $. Mhm. Also da müsste der Preis des Öls durch die in den Markt drängenden grünen Energien also schon dramatisch gedrückt werden, bis es sich nicht mehr lohnt, das Mhm. Öl, das schon existiert, aus dem Boden zu holen. Also das halte ich für eine Hoffnung, die ist Die übertrieben. trägt im Moment nicht. Also wie Ja, gesagt, ja, längerfristig mag das vielleicht. Ich meine, Sie beschreiben das ja auch die Situation, dass die Ölpreise haben ja nichts mit den Produktionskosten zu tun oder nur ganz ja. an, ja 17% oder irgendeine Zahl wird da dann mal genannt. Wir haben also sozusagen ein Produkt, was nicht an den Produktionskosten, sondern an dem vorhandenen Volumen und an den zukünftigen Abzinsungsideen beziehungsweise an diesen Einschätzungen, wie viel kann ich noch verkaufen auf den vorhandenen Märkten, entsteht der Preis. Also wir haben den Abzinsungspreis, der ist eigentlich relativ nachvollziehbar. Mhm. Wenn ich ein Produkt habe, kann ich es verteilen über längere Jahre. Je weiter hinten ich das mache, umso weniger abgezinster Ertrag ist es. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich in der Zukunft gucke mit einer schwarzen Wand, sage ich mal, ab der ich nicht mehr verkaufen kann, habe ich natürlich ein anderes, noch verschärftes Zinsniveau, um das mal so anzudeuten. Ähm, sind wir also tatsächlich in dieser Situation gefangen, dass wir also nicht sagen können, wir können an dem Problem vorbei, indem wir einfach bessere Produkte auf den Markt werfen. Also diese super Solarzelle, die halt leider nicht existiert oder auch das super günstige Kernkraftwerk. Das ist also tatsächlich das Problem, wir haben einen sehr niedrigen tatsächlichen Förderpreis.
Eines fernen Tages, und das wäre zu hoffen, ist das so, dass irgendeine grüne Energie existiert, die billiger ist als die Förderkosten bei den fossilen Brennstoffen. Mhm. Aber wissen Sie, in Amerika gibt es die dicken Braunkohleflöße, die liegen ja sogar an der Erdoberfläche, brauchen wir nur abzukratzen. Also, ich halte diese Hoffnung für verwegen. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Nun haben wir haben ja nun neben dem Problem, dass tatsächlich die Solarzellen gar nicht so billig sind, wie sie eigentlich manchmal erscheinen. Warum? Weil sie eben nicht immer Strom produzieren, weil sie nur ein Teil eines erneuerbaren oder teilweise erneuerbaren Energiesystems sind. Das Zweite ist, wir müssen im Strommarkt, wir haben es ja schon angesprochen, speichern. Wir müssen gegebenenfalls abregeln, was dann immer als vielleicht auch finanzierbar ist, wenn ich sage, gut, ich habe jetzt eine Aluminiumhütte und wenn die halt die eine Hälfte des Tages super billigen Strom kriegt, dann kann ich auch in der Nacht mit weniger Strom leben. Das ist mir als Produzent egal, wenn ich in der Summe die gleiche Menge einigermaßen ökonomisch darstellen kann. Wo sind hier Ansatzpunkte, dass man was verändert? Also kann man der Industrie, was man zum Teil ja heute gegen Preisabschläge macht, zumuten, ihre Produktion regelbar zu machen? Ja, muss man, weil ja eben Bedarf an regelbarem Strom da ist. Und wenn einer grünen Strom produziert, dann soll er sich nicht auf das Einspeiseprivileg kaprizieren dürfen, sondern er muss den Strom auch dann zur Verfügung stellen, wenn er gebraucht wird. Also hier scheint die Sonne und hier ist der Verbrauch und in der Zeit müssen wir den Strom transportieren oder die Energie. Und das ist halt schwierig, weil es eben über Speicher geht. Und die Speicher, was sind das für Speicher? Batterien, würde man denken, ja. Aber das ist alles so extrem teuer relativ zu den Speichervolumina, die da nötig sind, dass die Leopoldina und Akatech und die Union der akademischen Wissenschaften 2019 in einer Studie festgestellt hat, die Vorstellung, also mit Batterien diesen Stromtransport in der Zeit auf einem Makroniveau für eine Volkswirtschaft irgendwie hinzukriegen, ist abwegig. Da muss man anders vorgehen. Nächste Möglichkeit wäre, dass man vielleicht an Pumpspeicherwerke denkt, aber Pumpspeicherwerke gibt es ja, aber die sind für den kurzfristigen Stromtransport, ja, innerhalb eines Tages von der einen Stunde zur anderen Stunde nützlich. Aber es geht ja auch um die saisonale Schwankung. Also wir haben im Sommer sehr viel Strom, sehr viel Energie und im Winter brauchen wir es und müssen vom Sommer in den Winter liefern, diese Energie über Monate hinweg. Da taugen ja Batterien schon mal rein gar nicht. Denn wenn Sie jetzt eine Autobatterie zum Beispiel nehmen, was einige sagen, die haben wir ja schon, die können wir ja dafür nutzen, Pustekuchen, das Auto will ja fahren. Das Auto stellt seine Batterie nicht zur Verfügung, um vom Juli bis zum Dezember den Strom aufzubewahren und den dann in das Netz einzuspeisen. Ich meine, der Autofahrer will ja den Strom selber benutzen und er will nicht nur einmal benutzen, seinen Tank, seine Batterie, sondern immer wieder. Alle 14 Tage will er an die Stromtankstelle, auch vom Juli bis zum Dezember. Das heißt also, diese Batterien stehen für diese Art der Speicherung ja überhaupt gar nicht zur Verfügung. Das Einzige, was geht, ist Wasserstoff. Wasserstoff ist ein sehr gutes Speichermedium. Man kann großtechnisch Wasserstoff herstellen. Es gibt keine Kapazitätsschranken nennenswerter Art für die Aufbewahrung von Wasserstoff. Das einzige Problem ist, das wissen Sie als Physiker besser als ich, man muss diese Entropiestufen überwinden und der Wirkungsgrad ist deshalb niedrig. Nicht? Man kommt von der Stromwelt, man macht aus Strom Wasserstoff und geht in die Chemiewelt. Chemie, Wärme ist ja so eins, und Bewegung und Strom ist eins, da kann man hin und her, aber man geht von der einen zur anderen Welt und wieder zurück vor allem. Dann stößt man an ihre schönen physikalischen Gesetze, die also maximal theoretisch denkbare Wirkungsgrade implizieren. Und konkret bleibt also wahrscheinlich heute 3/4 der Energie weg, wenn man die Schleife vom Strom über den Wasserstoff zurück zum Strom macht. Das ist sicherlich eine realistische Zahl, Jetzt ist es aber so, also das ist noch eine andere Betrachtung. Wir haben jetzt, sagen wir mal, sehr stark immer Deutschland im Fokus. Wir sehen immer unser deutsches Problem, was natürlich immer nur ein Hundertstel der weltweiten
Bevölkerung und vielleicht ein Fünfzigstel der weltweiten Emissionen oder was auch immer ist, welche Zahl man da nimmt. Also ein sehr kleiner Teil. Ich selber habe mir Rechnung gemacht, wenn man im Süden wohnt, also ich sage jetzt mal in Indien und in Australien und auch in den USA, dann habe ich ja tatsächlich mit einem Tageszyklus bei der Sonne. Wir sind es gewohnt, dass es dann noch einen zweiten Zyklus gibt, nämlich diesen Jahreszyklus. Den spüre ich jetzt in Florida nicht so. Und tatsächlich ist es, wenn man die Bevölkerungszahlen anschaut, also zumindest meinen Rechnungen nach, haben 80% leben in einer Welt, wo zumindest einigermaßen gut jeden Tag die Sonne scheint und die eigentlich mit diesem 24-Stunden-Zyklus eine Batterie funktionieren, ans Laufen kriegen könnten, weil es geht ja immer um die Zyklenzahl bei den Batterien, wie viele Zyklen ich mache. Mit jedem Zyklus verdiene ich Geld, also indirekt, weil ich eben ein- und ausspeichere. Und dann kann sich das rechnen. Aber wir haben natürlich Länder im Norden, ich sage mal, Kanada oder Finnland ist vielleicht ein gutes Beispiel. Dort scheint die Sonne eben fast gar nicht im Winter und da bietet sich jetzt als Alternative die Kernenergie an. Nun haben wir definitiv Länder, in denen praktisch keine Solarenergie im Winter möglich ist und auch Länder, in denen praktisch kein Wind im Winter ist. Also Finnland war jetzt mein Beispiel, Deutschland ist meiner Ansicht nach auch ein Beispiel, aber das ist ja immer ein bisschen umstritten, ob es in Bayern im Winter auch Wind gibt. Natürlich gibt es Wind, aber ob es physikalisch reicht. Kernenergie ist sozusagen jetzt eine Alternative in Ländern, in denen ich tatsächlich unter diesen saisonalen Schwankungen leide und in denen ich auch keine natürlichen oder sagen wir diese Umweltenergien abgreifen kann in einer Rate, die ökonomisch wirklich Sinn macht, bis zu Ende gedacht, also inklusive der Speichertechnologie. Also hier wäre es dann Wasserstoff und Batterien. Warum gehen wir diesen Sonderweg und sagen, wir gehören zu den Glücklichen, wo immer die Sonne scheint? Verkürzt gesagt. Also ohne Atomkraft. Ja. Warum gehen wir aus der Warum? Atomkraft Ja, das hat raus? politische Gründe. Ich habe ja selbst als junger Mensch, als Schüler an Ostermärschen teilgenommen. Ja, Ich weiß, worum es ging. Auch mal dabei, ja. Ja, es ging um die mögliche Wiederbewaffnung Deutschlands mit Atomkraft und Atombomben für Deutschland. Das wollte man verhindern. Im Nachgang dieses Naziregimes und des schrecklichen Zweiten Weltkriegs. So ist die Bewegung entstanden, nicht? Und aus dieser Bewegung gingen später dann die Grünen hervor. Das war aber in erster Linie eine Anti-Atomkraftbewegung. Ja. Also Kernwaffenbewegung. Kernwaffenbewegung und dann eben auch die friedliche Nutzung, die wurde auch kritisch gesehen, weil man da ja Materialien, Plutonium gewinnen könnte, die auch für die Waffenherstellung nötig sind. Sodass also auch diese friedliche Energieversorgung mit Kernenergie abgelehnt wurde. So sind die Grünen entstanden. Und dann kam viel später das Thema der Erderwärmung. Und dessen haben sich die Grünen dann natürlich auch angenommen. Und dann hatten sie aber einen Konflikt, nicht? Weil sie jetzt entscheiden mussten, wie sie denn die Energie beibringen wollen. Joschka Fischer hat einmal gesagt, wenn die Grünen sowohl gegen die Kernkraft als auch gegen die Kohle sind, dann haben sie ein Problem. Ja. Und genau das Problem haben sie heute. Ich habe ihn nochmal darauf angesprochen, da hat er gesagt, naja, heute sieht er das optimistischer. Nur gut, ja, okay. Also ist eine Weile her. Die Grünen in Finnland sind ja nicht der Meinung, dass das so schlimm ist mit Kernenergie. Also es gibt ja, also die Grünen ist, also wir reden da eigentlich immer über die deutschen Grünen, weil das ist tatsächlich eigentlich eher auch in dem Fall, aber aus der deutschen Geschichte heraus natürlich ein Phänomen, das verstehe ich schon. Nun haben wir aber ja auch, und das finde ich immer ein bisschen kurz, wir haben ja seit 1970 Kernenergie weltweit ausgebaut und ich war, wie gesagt, auch bei den Kernenergiegegnern, zumindest auf jeden Fall Kernwaffengegner und die Begleitumstände mit diesen Plutoniumproduktionen und der Anreicherung, was da alles gibt, die natürlich die Gefahr der Kernwaffenproliferation erhöhen. Aber wir haben natürlich auch in den letzten 50 Jahren gelernt, dass man tatsächlich die Kernenergie viel besser kontrollieren kann, wie man zunächst vielleicht vermutet hat. Also ich erinnere an ein Buch, das geschrieben wurde, wo man Szenarien, dass die alle 10 Jahre geht da so ein Reaktor in ein Industrieland hoch und Hunderttausende von Menschen sterben da im Umfeld. Wir haben jetzt 4 Reaktoren in Japan hochgehen gesehen aufgrund eines extremen Erdbebens und es sind vielleicht 10 Leute umgekommen, wahrscheinlich überhaupt keiner, der direkt aufgrund dieser Nuklearradioaktivität umgekommen ist. Das heißt also, wir haben einfach auch eine Fehleinschätzung gehabt des Risikos, zumindest des primären Risikos. Wäre da eine Neuadjustierung, dass man sagt, wir sollten uns mal anschauen, stimmen denn die Prämissen, die wir da einst mal hatten,
mit den jetzigen statistischen Ergebnissen aus 50 Jahren 400 Kernkraftwerke Nutzung überhaupt überein? Das ist für mich ein Punkt, der empirisch viel zu wenig beachtet wird. Ja, stimmen eben nicht überein mit der ursprünglichen Einschätzung. Also es gibt ja eine Plattform Statista. Da gibt es Statistiken für alles Mögliche. Muss man allerdings bezahlen. Und einige Daten werden auch so rausgelassen. Kann jeder googeln. Ja, ich kenne sie natürlich. Ja. Und da gibt es eine Tabelle mit der Zahl der Toten relativ zur erzeugten Energie für verschiedene Energieformen. Was würden Sie sagen, was würde man denken, was steht an der Spitze, also bei der Zahl der Toten? Kernkraft natürlich. Ja, in Wahrheit steht Kernkraft ganz am Ende und die Photovoltaik und so steht davor. Ja, wie kann die davor stehen? Naja, ab und zu fällt so ein Klempner vom Dach, wenn er das installiert. Nicht? Ja. Und relativ zu dem bisschen Energie, die da erzeugt wird, ist das dann halt ein hoher Wert. Und oben steht dann die Kohle. Ja, von der Kohle sterben sehr viele, weil viele Lungenkrebs kriegen. Nicht? So 100.000 Tote sterben an Lungenkrebs jedes Jahr in der Welt und 20.000 sterben in den Bergwerken. Nicht? Das sind dann schon sehr, sehr hohe Zahlen. Und im Vergleich dazu ist die Gefährdung durch die Kernenergie sagen wir mal, vernachlässigbar. Nun kann man sagen, ja, aber das strahlt ja für Hunderttausende von Jahren. Ja, gut, strahlt alles auf der Welt. Das müsste man sich auch mal klar machen. Nicht? Auch hier ist eher der Physiker gerufen, aber Strahlung ist ja nichts Unnatürliches. Nicht? Wir leben in einem Strahlengewitter. Alles Leben auf der Erde ist in einem Strahlengewitter entstanden. Es gibt durch die Strahlen permanente Schäden in den Chromosomen einer Zelle und die werden alle repariert. Ja? Ganz häufig, also eine Zahl, die ich mal gehört habe bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ich habe sie nicht geglaubt und habe dann den Wissenschaftler, der das vorgetragen hat, dann nochmal konsultiert. Ja, da war von 50.000 Gendefekten in jeder Zelle des menschlichen Körpers pro Tag die Rede. Ja, das kann doch nicht sein. Das ist wirklich verblüffend. Er hat mich versucht zu überzeugen, was soll ich anderes sagen als armer Ökonom, dahinter stand Kompetenz und ist keine Zufallszahl. Also es wird permanent repariert, aber natürlich, wenn zu viele Strahlen kommen, dann ist der Reparaturmechanismus überfordert und dann gibt es Krebs und so etwas. Also muss man das kontrollieren, aber es geht hier um Grenzwerte, es geht nicht um eine 0-1-Entscheidung, es geht nicht um die Frage, ob der Mensch jetzt das Höllenfeuer entfacht hätte oder so ein Käse, sondern es geht um die Beherrschung auch dieses sehr natürlichen Prozesses der radioaktiven Strahlung. Und da müssen wir schon aufpassen, dass da keine Schäden sind, aber es ist nicht so was die moralische Überhöhung braucht. Das führt meistens nicht zu klarem Denken. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wie gesagt, die moralische Einstellung, also auch wieder diese 1-0-Entscheidung, also mit dem Verbot. Man kann ja schauen, dass man bestimmte Sicherheitsvorgaben macht, aber dass man ein Komplettverbot ist meiner Ansicht nach eine Fehlentwicklung, vor allem wenn man funktionierende Systeme da jetzt einfach rausnimmt. Eine andere Zahl, die mich auch in dem Zusammenhang übrigens verblüfft hat, die Radioaktivität in dieser roten Zone um Tschernobyl, von der ja sozusagen wirklich, das war ja wirklich der schlimmste Unfall, den wir hatten, die entspricht in etwa dem, wie wenn Sie im Wallis in Urlaub machen, also oben in der Schweiz, wo Sie die Höhenstrahlung ausgesetzt sind. Heute, also 40 Jahre später. Ja, 40 Jahre später. Also man muss zugeben, 40 Jahre, da ist einiges an Cäsium abgebaut worden, aber es ist inzwischen wäre genauso bewohnbar, wenn es nicht aus politischem Moment sowieso nicht zur Diskussion steht, wie zum Beispiel auch Hiroshima bewohnbar ist. Also es ist ja nicht so, dass diese Strahlung einen unendlich großen Schaden anrichtet. Das ist sicherlich richtig, dass man Radioaktivität nicht konsumieren soll in zu großer Menge. Jede Banane ist radioaktiv, aber in kleiner Menge. Na gut. Jetzt andere Technologien, übrigens die Angst, die wir hatten, war ja bei der Kernenergie immer die Frage, dass wir in die Atomwaffengeschichte abdriften. Da gibt es heute Thoriumreaktoren, die anscheinend ohne diesen Plutonium auskommen, beziehungsweise keins produzieren, was auch eine Technologie wäre, die uns da rausholt. Das sind ja aus historisch ganz merkwürdigen Moment. Also Nixon hatte dereinst entschieden, wir haben 2 Kernreaktorrichtungen, diese Uranreaktoren, die wir alle kennen, diese Siedewasserreaktoren, und es gab diese Thoriumreaktoren.
Und dann wurde wegen der übrigens Wirtschaftskrise, Vietnamkrieg, war es wieder mal knapp in der Kasse, mussten Streichungen durchgeführt werden und dann haben ihm die Militärs gesagt, wir bleiben bei der Linie mit dem Uran, da haben wir unser Plutonium, wegen Kalten Krieg war das sehr nützlich und die Thoriumlinie wurde gestrichen und darum wurde die Thoriumtechnologie, die meiner Ansicht nach sehr vielversprechend ist, weil sie eben diese Risiken, die wir kennen, also die Proliferationsrisiken, aber auch die bestimmte Strahlungsrisiken total runter reduziert, also 5% der Strahlung. Wäre schön, wenn wir in die Technologie reinkämen. Ich weiß nicht, ob man da volkswirtschaftlich was Unterstützendes machen kann oder einfach mal nochmal neu drauf gucken kann. Naja gut, hier geht es um Grundlagenforschung, die nötig ist. Auch das ist ein Thema, wo die Märkte nicht in der Lage sind, das alleine hinzukriegen. Da spricht schon viel für eine staatliche Forschungsförderungspolitik. Ja. Ja. Wir haben ja Universitäten, die mit öffentlichen Mitteln bezahlt werden, ist ja nicht alles privat, um Wissen zu erzeugen, was dann für eine ganze Branche verwertbar ist. Ja. Man sollte diesen Ball vielleicht aufgreifen. Soweit ich weiß, arbeiten die Chinesen an Thoriumreaktoren. Richtig, die haben den ersten wieder in Betrieb genommen nach den USA. Und wir haben jetzt eine Berliner Startup, die sind nach Kanada gegangen mit einer anderen Technologie jetzt im Detail, aber die haben gesagt, in Deutschland kann man halt jetzt in dem Bereich nicht mehr forschen. Also sie kriegen keine Mittel, jedenfalls nicht, weil sie Kernenergie draufschreiben auf ihr Antrag. Fusion kriegt man ebenfalls noch was. Ja, das ist ein bisschen schade, nicht? Ja. Weil Otto Hahn in Deutschland gelebt hat und hier die Kernspaltung entdeckt hat, die Möglichkeit, Energie dadurch zu gewinnen. Ne? Ja, das muss ich meinem Sohn, der ins Otto Hahn Gymnasium geht, erklären, warum er das gar nicht hätte erfinden dürfen. Ja. Jetzt werden wir mal, gut, jetzt lassen wir mal dieses Thema mit der Kernenergie zur Seite, gehen wir mal in die längerfristige Entwicklung hier in Deutschland und auch in Europa. Wir haben vor 30 Jahren diesen Mauerfall gehabt, wir haben die Auflösung der Sowjetunion gehabt, wir haben eigentlich den Niedergang des staatsgesteuerten, der Staatswirtschaft gehabt. In kleinen Schritten nähern wir uns gefühlt, zumindest für mich, wieder mehr staatlichen Einfluss in die Wirtschaftsstruktur hinein. Ist das ein Rückschlag von dem, was wir ursprünglich hatten, dass wir uns mal sozusagen den Kommunismus und die Fantasien der damaligen Ostsysteme uns dem wieder nähern oder kommen wir eigentlich doch woanders raus? Ja, wir werden nicht genau da rauskommen, aber es ist doch wieder eine Rückbesinnung auf sozialistische Grundideen, dass man eben die Anarchie des Marktes steuern müsse durch eine weise Zentralplanung. Ja, da gibt es die EU-Kommission, die Vorgaben macht, da gibt es das Bundesforschungsministerium und alle diese Ministerien sind von klugen Leuten besetzt, die wissen, wie die richtige Wirtschaftsstruktur aussieht und wie man Umweltziele am besten erreichen kann und so weiter. Das ist natürlich alles abwegig. Das Wissen ist nicht ansatzweise vorhanden, um da richtig zu entscheiden, aber das ist so verbreitet, insbesondere bei Nichtökonomen, dass sie denken, da ist ein Missstand und den Missstand muss man jetzt einfach verbieten. Ja? Und so wird das Wirtschaftssystem mit immer mehr Verboten überzogen und zum Schluss wird das Netz immer enger und man kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Auf dem Wege sind wir. Und das geht aber nicht. Man kann nicht steuern im Detail, was zu machen ist, welche Produktionen erlaubt sind und welche nicht erlaubt sind und welche Techniken anzuwenden sind. Das überfordert das Wissen des Ministeriums um Zehnerpotenzen. Ja, das ist der Weg in den Untergang, den wirtschaftlichen Untergang. So geht es nicht. Umweltpolitik muss man machen. Es ist auch das Verdienst einer Partei, die das jetzt in das öffentliche Bewusstsein gebracht hat. Aber ein Thema, das die Ökonomen, das muss ich mal sagen, seit 1920, seit Pigou, der über die externen Effekte geforscht hat, also schon als Lehrstoff inhaliert haben. Ich habe das mein ganzes Leben unterrichtet. Solange ist schon als Assistent habe ich über Umweltpolitik unterrichtet. Ja, das Thema ist viel länger existent, als es die Grünen überhaupt gab oder als die grünen Politiker geboren waren. Es ist alles sehr, sehr wichtig, aber man muss das maßvoll machen und mit präzialer Lenkung über Preise und nicht über Geh- und Verbote. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten. Also das heißt, dass man sozusagen auch langfristige Gesetze entwickelt. Also es ist ja die Frage, wir haben ja heute dieses sogenannte Feinsteuerung oder Nachsteuern von Gesetzen, dann wird dann der Preis festgelegt bei der EEG war es ja besonders heftig, da wurde ja dann praktisch jährlich oder
vierteljährlich entschieden, wie wertvoll jetzt dieser Solarstrom ist, was natürlich nie von Staat so genau verstanden werden kann, weil das hat der Markt und Ja. man kann halt Rahmen vorgeben und wie gesagt, der Rahmen ist eben unsere CO2-Geschichte. Eine andere langfristige Problematik von dieser Politik ist, was man als Energiearmut bezeichnet. Dass wir also, wenn wir jetzt diese Rohstoffe verbrennen, in den, sagen wir, bei teuren Ölpreisen oder anderen Strukturen, dass wir in bestimmten Ländern einfach zu wenig Chancen haben, Energie zu nutzen, weil wir uns sozusagen mehr von dem Kuchen wegnehmen. Und da gibt es immer diese Überlegung, darunter leidet die dritte Welt. Die dritte Welt in der Form gibt es ja heute nicht mehr, aber diese, sagen wir mal, nicht so weit entwickelten Staaten, dass die dann eben nicht mithalten können. Wir können ja unseren Ofen mit irgendwelchen Tricks technisch noch hinkriegen, aber die können da vielleicht keine Wärmepumpe sich leisten oder irgendwelche anderen Sachen. Entsteht eine Energiearmut, die tatsächlich auch dann soziale Spannungen vielleicht verursacht, die man vermeiden sollte? Ja, natürlich. Ich meine, die Welt ist nicht gerecht. Die Ressourcen der Welt sind nach historischen Gegebenheiten, Zufällen verteilt unter den Völkern der Erde. Das ist ja nicht beschränkt jetzt auf Energie. Nehmen Sie das Land. Das gute Land ist in der Hand von Leuten, die es besitzen, die Eigentümer sind und die dürfen da wohnen und existieren und andere Völker müssen in semi-ariden Gebieten wohnen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Also ja, ich sehe da leider keinen Prozess in der Geschichte, der nun irgendwie was mit Gerechtigkeit zu tun hätte bei der Verteilung der Ressourcen und da ist die Energie keine Ausnahme. Das heißt nicht, dass man dagegen nicht vorgehen kann, aber die Möglichkeiten sind ja doch begrenzt. Und wenn wir einen Ausgleich machen wollen zugunsten der ärmeren Länder, dann doch bestimmt nicht nur auf die Energie bezogen, sondern dann auf alle Ressourcen bezogen. Das spricht schon für Entwicklungspolitik, nicht so etwas. Aber wir wissen, dass Entwicklungspolitik auch nicht so einfach ist, weil eben viele Fehlanreize entstehen und man auch Exportindustrien dieser Länder kaputt macht, wenn man also ihnen Geld schenkt, damit sie das, was sie eigentlich exportieren wollen, selber kaufen können und so. Ja. Also das ist ein schwierig. Sehr schwieriges Gebiet. Ja, da können wir nochmal eine eigene Sendung dazu machen, aber besser mit Spezialisten, die die Entwicklungspolitik da besser beherrschen. Ja, natürlich ist das ein Verteilungsproblem. Aber Sie müssen natürlich auch bedenken bei dem Verteilungsproblem, dass gerade die ärmeren Länder der Welt in Gebieten wohnen, wo doch eine Menge Energie frei von der Sonne zur Verfügung steht. Das ist richtig. Ja, ich habe es angesprochen. So, die Länder des Nordens, die sich auf die Industrieproduktion verlegt haben, die brauchen nun mal irgendeine andere Energiequelle. Die Sonne scheint nicht genug. Nicht? Also historisch ist es ja, die Entstehung der Industriegesellschaft in England war ja tatsächlich über die Kohle, die ja eigentlich zunächst zur Heizung der kleinen Hütten gedacht war, entstanden. Und dann hatte man natürlich viele weitere Nutzenmöglichkeiten, nachdem man diese Kohleindustrie dann mit dem Bergbau und so weiter entwickelt hat, bis hin zur Geologie. Und so. Industrie ohne Energie geht eben auch nicht. Man kann auch nicht jetzt moralisch hier nur, sagen wir mal, Deutschland bezichtigen, hier der große CO2-Emittent zu sein, denn es gehören ja immer 3 dazu, ja, für die CO2-Emissionen. Das Förderland, das ist ja mal als erstes verantwortlich. Das holt den Kohlenstoff aus der Erde. Ja, auch Norwegen, das ist so eine tolle CO2-Bilanz. Wird aber nicht Norwegen angerechnet. Ja, das stimmt. Ja? Das Öl fließt nach Deutschland. In Deutschland wird es verbrannt, um die Räder der Industrie zu drehen. Und dann werden Industrieprodukte erzeugt. Deutschland ist also Nummer 2 in der Kette. Und Nummer 3 ist das Konsumentenland. Die Länder, die also unsere Autos kaufen. Die sind auch außen vor. Denen macht man auch keine Vorwürfe, weil, obwohl sie ja notwendig sind für diesen ganzen Prozess, der CO2 emittiert, sondern man hat das Rechtssystem hier gerade so gestrickt, dass eben das Land, wo das CO2 wirklich die Schornsteine verlässt oder den Auspuff dann. Okay, also ich kenne die Last trägt, die politische Last. In meiner Vorlesung um die Energiewirtschaft, da geht es immer darum, wie viel Energie wir aus China importieren. Da denken wir kaufen nichts in China ein. Nee, wir kaufen natürlich Produkte mit Energie-Impact ein. Und Deutschland importiert fast so viel Energie aus China wie aus Saudi-Arabien oder solchen Ländern, was uns da sozusagen jetzt von der
typischen Haltung verblüfft, weil wir immer sagen, ja, die Chinesen sind doch die großen Emittenten, aber wir sind natürlich die indirekten Emittenten, weil wir die Produkte aufnehmen. Und die natürlich... Ja, Deutschland ist Weltmeister beim Warenexport gewesen, lange Jahre, also auch die Länder, die unsere Produkte gekauft haben. Ne? Ja. Aber das führt zu gar nichts. Diese Moralisierung, die führt uns nirgendwo hin. Ja, das ist sicherlich. Jetzt gehen wir noch mal eine ganz andere Ecke rein. Also wir haben ja hier sehr, sehr komplexe Probleme und wir beobachten in den letzten, ja, man muss nur sagen, eigentlich wenigen Jahren eine ganz spezielle wissenschaftliche Richtung, das ist die künstliche Intelligenz. Wir haben plötzlich Systeme vor uns, die uns zumindest, wenn man sie selber benutzt, vor den Kopf stoßen, wie schlau die anscheinend werden. Und die Frage ist, können wir hoffen, dass wir in Zukunft unsere Probleme vielleicht durch einen schlauen Computer gelöst kriegen? Oder müssen wir weiter die mühsame Arbeit selber machen und uns überlegen, wie man Probleme löst? Haben Sie da ein Gefühl dafür, wie solche neuen Technologien auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung einwirken? Naja, das ist also Teil der ganzen Computer- und Software-Revolution, die wir nun schon ein halbes Jahrhundert hier beobachten. Der menschliche Geist kriegt eine Hebelwirkung durch diese Maßnahmen und diese Mittel, und die künstliche Intelligenz ist ja nun auch ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung. Das ist ja eigentlich schön, dass wir immer mächtiger werden mit unserem Gehirn, um da immer mehr zu bewegen, nicht? Mit Hilfe der jetzt eben auch der künstlichen Intelligenz. Das wird unser Leben verändern. Wir werden nicht mehr lange in der Warteschlange warten müssen, bis uns da irgendwer antwortet, sondern es kommt gleich eine freundliche Stimme, die uns halbwegs versteht und unsere Fragen beantwortet. Ja, so what? Das Leben wird einfacher und angenehmer, natürlich auch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, so wie es mit den Computern geworden ist generell. Also ich habe da jetzt auch keine große Sorge, und Arbeitsplätze werden auch nicht netto verschwinden. Sie sind nie netto verschwunden. Das hat man ja schon bei der Industrialisierung gesagt, vor 150 Jahren, dass die Maschinen also praktisch die Leute alle arbeitslos machen. Pustekuchen. Wir hatten damals 85% der Bevölkerung in der Landwirtschaft, und die sind ja alle mehr oder weniger verdrängt worden durch entsprechende Maschinen und auch Düngemittel, die man hat industriell produzieren können. Heute sind noch 2% in der Landwirtschaft. Ja. Sind die anderen 83% arbeitslos geworden? Nein, die fanden neue Jobs, nicht sie selber, aber ihre Kinder und Enkel und Urenkel. Ja, ja zum Teil auch direkt in der Landwirtschaft. Ich meine, wo ich herkomme aus dem Dorf, das sind alles... In den 20er Jahren wurden die eingesammelt an den Bauernhöfen als Mitarbeiter in den Fabriken, weil man Leute gebraucht hat, die da in den Hochhöfen was behandeln. Das ist der Strukturwandel. Ja. Und den Strukturwandel soll man begrüßen, hinnehmen. Und wenn er nicht umweltverschmutzend ist, wie bei der künstlichen Intelligenz, dann ist das doch eine feine Sache. Sehr schön. Ich glaube, wir haben hier wichtige Fragen aus der Volkswirtschaft, aus der Energiewirtschaft besprochen. Herr Sinn, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie uns gegeben haben, und für meine Zuschauer in dem Kanal Energiegespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch, Abo setzen, und dann gibt es weitere so spannende Gespräche. Vielen Dank, Herr Sinn, nochmal für Ihre Zeit. Ja, auch Ihnen, Herr Heindl. Vielen Dank. War auch für mich interessant. Dankeschön.